Diesmal habe ich euch wunderschöne Aufnahmen aus Karpacz mitgebracht, denn ich habe dort Weihnachten und Silvester verbracht. Ihr werdet einige Aufnahmen aus Karpacz und der Umgebung zu sehen kriegen, sowie auch hin und wieder mal einige private Eindrücke von mir selber. Im Video werde ich auch gleich unten rechts in der Ecke zu sehen sein und hin und wieder einfach mal einen Kommentar abgeben zu den Aufnahmen, was wir da zu sehen kriegen. Dann würde ich sagen, gleich nach dem Intro geht's auch schon los. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, das Auto zu packen. Ja, wie man sieht, es wird immer voller und voller. Oben habe ich auch noch einen Dachgepäckträger, der auch schon voll ist. Ich hoffe, dass wir alles ins Auto kriegen. Wir nehmen auch noch Essen mit und alles, weil wir wissen nicht, wo dort die Küche ist in dem Apartment, wo wir sind. Und deswegen haben wir schon vorher Essen vorbereitet, welches wir da mitnehmen werden. Und ja, was natürlich am meisten Platz wegnimmt, ist, muss man auch sagen, sind die Kindersachen alles. Ne? Das sind sehr, sehr sperrige Klamotten einfach. Und ja, aber wir schaffen das schon irgendwie, wir machen uns dann auch gleich schon auf den Weg. Ja, wer letztes Jahr mein Weihnachtsvideo gesehen hat, kennt auch die Nikolaus-Aktion, die ich da gemacht habe. Ich habe hier den Ton runtergeschaltet, weil im Hausflur war der Ton extrem schlecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, schalte ich den Ton aus und sage einfach ein paar Worte dazu. Ich habe das jetzt auch alles im Zeitraffer abgespielt. Aber ich wurde bis jetzt noch nicht auf die Nikoläuse angesprochen. Letztes Jahr auch nicht, aber ist gar nicht schlimm. Ich mache das ja gerne und ich will ja den Leuten eine Freude machen. Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit auch noch an das Gewinnspiel erinnern, was ich vor kurzem gemacht habe. Und noch kurz vor der Abfahrt werde ich noch das Paket losschicken an dem Empfänger. Ich habe jetzt seine Adresse gekriegt und ja, leider wird das Spiel mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu Weihnachten ankommen. Aber auf jeden Fall zwischen den Feiertagen und Neujahr sollte das auf jeden Fall noch ankommen. Jetzt zeige ich euch nur mal ganz kurz, wie das Wetter derzeit ist. Also wir sind jetzt gerade losgefahren. Es ist sehr windig, Schneeregen. Und ja, hoffen wir, dass es noch besser wird. Aber ja, die Sicht ist nicht sehr klar. Also wir müssen halt überlegen, von der ersten Aufnahme bis zu diesen Bildern, wo auf einmal der Schneesturm kam, Schneesturm, sage ich mal, es sind vielleicht gerade mal eine Stunde vergangen. Also das war Wahnsinn. Am Anfang war es wirklich sonnig und plötzlich kam dann sowas. Ne, ja. Und irgendwann waren wir dann auf der Autobahn und dann seht ihr, die Sonne kam raus und der Schnee war komplett weg. War auch schön. Sehr, sehr schöne Aufnahmen. Echt. Und hier sind wir jetzt eigentlich auch schon in der Nähe von Karpacz. Das sind jetzt so die letzten Dörfer. In Karpacz war aber wiederum Schnee. Das war echt, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind kurz vor Jelenia Góra, was 10 Kilometer ungefähr von Karpacz ist. Da war gar nichts und in Karpacz selber war Schnee. Nach einer 5-stündigen Autofahrt sind wir jetzt auch endlich im Apartment angekommen und ich muss wirklich sagen, ich bin schon ein bisschen erschöpft. Hier in Karpacz liegt sogar Schnee, das hatten wir in Łódź jetzt nicht. Und ja, ein paar Worte vielleicht zum Apartment. So auf den ersten Blick sieht das auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber es wird auf jeden Fall auch noch ein gesondertes Video zum Apartment geben, wenn das schon nicht unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn nicht, abonniere den Kanal und aktiviere auch die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn dann das Video zum Apartment erscheint. So, ich werde jetzt hier nur noch, denke ich, meinen Kaffee zu Ende trinken und dann würde ich mich, glaube ich, auch schon hinlegen. Ja, so, der erste Tag hat begonnen. Ich gehe jetzt noch ein paar Einkäufe machen, denn ja, über die Feiertage werden ja die Geschäfte zu sein und da wird es ja schwierig sein, irgendwelche Sachen zu bekommen. Deswegen müsste ich ein bisschen Vorrat kaufen. Aber ich wollte euch auch mal zeigen, wie hier gerade die Situation aussieht, die Wetterlage. Könnt ihr mal sehen. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Schnee. Ja, es hat jetzt über Nacht geschneit, ein wenig. Und ansonsten, ja, sehr schön auf jeden Fall hier. Und gucken wir einfach mal, wie sich die Tage so entwickeln werden. Das ist die Aussicht von unserem Apartment. Und hier musste dann noch ein Traktor kommen und den Weg freiräumen. Auf der Kamera ist das gar nicht zu sehen, aber das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr steile Auffahrt. Und man hat da schon seine Probleme hochzukommen, wenn man jetzt zum Beispiel keine Schneeketten hat. Also ich habe es noch irgendwie geschafft. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass sogar im Sommer die Leute haben, hier hochzufahren. Dann ist es schon wirklich steil.
Für den Sommer kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, dass das wirklich so schwierig ist, aber für den Winter, da musste man schon wirklich Gas geben, um hochzukommen. Und hier fahren wir jetzt ins Zentrum. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach nur mal, wie hier die Straßen sind, denn die Straßen, die sind für ungefähr 1,5 Autos gebaut. Und das heißt, man muss immer irgendwie ausweichen oder sich immer, wie wir das jetzt auch hier sehen, immer so mit den gegenüberliegenden Fahrer so per Handzeichen oder so kommunizieren, wie wir jetzt weiterfahren. Also man sieht ja, die Straße, die ist nicht für 2 Autos gemacht. Und gerade wenn man berghoch oder runter fährt, kann das dann schon manchmal kritisch werden. Das ist jetzt das Zentrum, sehr schön, voll mit Schnee. Sieht schön aus. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser ganze Schnee, der ist innerhalb von 2 Tagen gefallen. Das ist echt Wahnsinn, was da runtergekommen ist. Aber das ist dann auch so dieses ganze Klima, ne? Diese schöne Weihnachtsklima, dieser ganze Winter. Man spürt dann auch richtig den Winter. Also sehr, sehr schön. Sehr schön. Rübezahl-Museum, wer die Geschichte von Rübezahl kennt. Traumhaft. Ich war mit Sicherheit nicht das letzte Mal in Karpacz, das kann ich euch versprechen. Ja, am 24. Dezember bin ich auch noch mal rausgegangen auf einen kleinen Spaziergang. Wir waren hier in der Nähe von unserem Apartment. Und ja, hier, also direkt in der Nähe vom Apartment ist auch sowas wie eine Snowboard-Schule, kann man das so nennen. Ich weiß nicht, wie jetzt der Expertenausdruck dafür ist, aber auf jeden Fall hatten wir dann hier sowas wie so eine kleine Piste. Und ja, dann sieht man auch, dann sind hier die Leute Snowboard gefahren oder Ski gefahren halt in ganz kleinen Stil. Also das ist auch wirklich beschrieben, dass das für Anfänger ist. Aber man sieht ja, einige Leute waren dort, haben das besucht, sehr schön. Ja, und hier die ersten Weihnachtsvorbereitungen. Kompott habe ich selbst gemacht. War eine kleine Küche, aber war ausreichend für das, was wir machen wollten. Ja, so sehen unsere Weihnachtsvorbereitungen aus. Ein bisschen mehr Improvisation, da wir hier im Apartment sind. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich hier vorbereitet habe oder was wir hier vorbereitet haben, weil gleich auch die Gäste kommen, was ich noch nicht erwähnt habe. Ich bin hier mit meinen Eltern auch und ja, hier haben wir Pilzsuppe, hier haben wir auch ein paar Kroketten, Fisch, den gleich meine Frau machen wird. Dann haben wir hier auch noch ein paar Pierogi. Hier Schletsch darf natürlich auch nicht fehlen. Ich kenne jetzt den deutschen Namen nicht für Schletsch, tut mir leid. Dann haben wir hier auch noch Erdbeerkompott, den ich auch schon im Sommer gemacht habe und dann in Gläser abgefüllt habe. Ja, und gleich koche ich auch noch ein paar Nudeln. Hier haben wir auch schon ein bisschen weihnachtliche Dekoration mit hier schon mal die Teller hier alle vorbereitet. Hier haben wir einen kleinen Mini-Weihnachtsbaum hier mit ein paar Nikoläuse. Okay, die Küchentücher passen da jetzt nicht gut rein, aber naja, wie gesagt, das ist ja alles ein bisschen mehr Improvisation. Und ja, wir warten jetzt auf die Gäste und dann geht es auch schon gleich los. So sah dann unser gedeckter Tisch aus. Das sind vielleicht keine 12 Gerichte, wie das traditionell sein sollte. Wir haben auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, aber hier sehen wir Pierogi, die Pilzsuppe, Kroketten, der Kompott. Schön, schön. Mayonnaise, Kartoffelsalat hatten wir auch noch. Der war nur im Kühlschrank. Schön. Ja, und danach gab es auch noch Kuchen. Den Sänkertchen habe ich damals in Breslau gekauft, auf dem Weihnachtsmarkt. Der war gut. War in Ordnung. Ich habe schon besseren gegessen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und jetzt schaut mal, das ist wir haben hier den 25. Dezember und das ist das Zentrum. 2 Tage später. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, vor 2 Tagen vorher ist hier noch das Schneemobil gefahren, hat das ganze Schnee weggeräumt, den ganzen Schnee weggeräumt. Und jetzt ist er weg. Ne? Also das war echt Wahnsinn. Ein bisschen traurig, aber ja,
man kann es ja nicht ändern. Ne? Aber trotzdem schön, trotzdem sehr schön, muss man auch sagen. Ne? Ist eine kleine Straße, also die ganze, sage ich mal, Promenade, die ist, weiß ich nicht, lass es vielleicht 1 Kilometer lang sein. Ach, noch nicht mal. Aber hier, schaut euch das an, komplett weg der Schnee. Also die ist ungefähr in 10 Minuten durchgelaufen, also hoch und runter. Ja. Hier sind wir jetzt an einer Nebenstraße lang gegangen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Also das ist, das ist eine Nebenstraße von der Promenade. Denn hier wollten wir uns einen schönen Bach anschauen. Und ihr werdet auch noch gleich zu sehen kriegen, von wo der Bach kommt. Ist auf jeden Fall auch hier ein Mini-Wasserfall. Sehr schöne Aufnahme. Hat richtig Spaß gemacht, dort zu sein. Ehrlich. Ich persönlich mag ja sowas. Ja, also das ist wirklich für mich so ein Wow-Effekt immer. Wir kommen der Hauptattraktion immer näher. Da ist er. Zapora na Łomnice. Das ist so auch ein Touristenpunkt. Zumindest steht das auch so im Internet. Hier schöne Aufnahmen vom Wasserfall oben. Und das ist die andere Seite vom Wasserfall, ich weiß nicht, kann man das Damm nennen? Ist das ein Damm? Kann man das so nennen? Ja, und den ersten Weihnachtstag haben wir dann bei meinen Eltern verbracht. Mein Papa hatte noch einiges zu essen, plus ein bisschen Reste essen. Das macht man ja eigentlich immer an den Feiertagen, dass man sehr oft die Reste isst. Über die nächsten Tage, was man über Weihnachten oder über den Heiligen Abend zu viel hatte. Die Weihnachtsfeiertage sind jetzt auch alle rum und wir haben alles gut überstanden. Heute haben wir uns entschlossen, ins Multimediale Museum zu gehen und schauen einfach mal, was uns da erwartet. Laut Google-Bewertung soll das ein sehr, sehr, sehr gutes Museum sein. Hat 4,9 Punkte bei über 4000 Bewertungen. Ja, also da erwarte ich jetzt auch schon ein bisschen was. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Museum. Gleich, wenn wir reingehen, werde ich einiges mehr darüber erzählen. Hier ist der Eingang. Und das ist alles sehr oft digital gemacht. Also man sieht natürlich, wenn man die Karten gekauft hat, wird man hier von einer digitalen Frau abgeholt. Dann geht dann auch ein Timer runter und man geht immer von Raum zu Raum. Und dann hat man dann halt sowas wie hier. Auch so Aufnahmen, wo dann jemand am Sprechen ist, in dem Fall ist das ein Kind, und man hat dann auch deutschen und englischen Untertitel. Man muss sagen, nicht alles, was dort abgespielt wird, wird mit deutschen und englischen Untertitel übersetzt, aber zum Beispiel diese Aufnahmen schon. Ja, Mineralien, also da kriegt man sehr viel über die Historie der Berge, die Karkonoschen, die dort sind, zu hören, wie die überhaupt entstanden sind und so weiter. Also eigentlich ein super interessantes Museum. Hier auch sehr schön Pilze. Ich mag Pilze. Und meine Tochter war sehr fasziniert von den Pilzen, als sie die gesehen hat. Die ist noch klein, aber sie fand das schön. Ich hoffe, sie wird auch so ein Naturfreund wie ich. Hier auch überhaupt das ganze, genau, Riesengebirge heißt das übersetzt, die Karkonoschen. Ich persönlich fand das Museum sehr interessant. Die Videos, die dort abgespielt werden, sind sogar teilweise mit deutschen und englischen Untertiteln. Also selbst wenn man der polnischen Sprache nicht mächtig ist, kriegt man da einiges zu sehen. Es ist jetzt kein besonders großes Museum, aber wenn man hier in der Nähe ist, sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich das mal angucken. Wir machen gleich einen Tagesausflug nach Jelenia Góra und das wird nicht nur für uns ein besonderer Tag sein, sondern auch für den Kollegen hier, denn das ist
Tuptdurch und Tuptdurch wurde vor circa 4 Jahren aus dem Tierheim in Jelenia Góra adoptiert von meinen Eltern. Man kann nicht zu 100% sagen, wie alt er ist. Man schätzt, dass er bei der Adoption circa 2 Jahre alt war. Also somit könnte der jetzt so ungefähr 6 Jahre alt sein. Und es gibt auch noch eine kleine Geschichte zu Tuptdurch. Und zwar wurde er damals in Jelenia Góra in einem Hausflur gefunden, von einer Frau aufgenommen, die ihn dann 1, 2 Tage mit Wasser und ein bisschen Nahrung versorgt hat und ja, hat ihn danach im Tierheim gegeben und dann haben ihn meine Eltern adoptiert. Ja, und das ist jetzt Tuptdurch und genau. Also hier sind wir jetzt in Jelenia Góra. Jelenia Góra, ich hatte zumindest so den Eindruck, ist sowas wie eine Kleinstadt. Also wirklich wie so ein kleines Städtchen mehr aufgebaut. Ist nicht so wie zum Beispiel jetzt Karpacz selber. Karpacz ist ja, zumindest hatte ich so den Eindruck, so richtig in den Bergen. Dann hat man so überall diese ganzen Häuser verteilt. Dann hat man einfach nur diese Promenade, wo man einmal hoch und runter gehen kann. Also sage ich mal den Hauptpunkt. Und das ist schon wirklich mehr wie so eine Kleinstadt irgendwie aufgebaut. Ja, man muss da nicht irgendwie durch Berge sich irgendwie hochkämpfen oder sonst irgendetwas. Hier haben wir Tuptdurch, ja, seinen Geburtsort. Ich fand Jelenia Góra interessant. Persönlich kann ich mir aber nicht vorstellen, dort einen längeren Urlaub zu machen. Dafür ist es mir, ich denke, da gibt es dann einfach zu wenig zu sehen. Da würde ich vielleicht dann schon eher Karpacz empfehlen oder vielleicht sogar noch, was etwas weiter weg ist, Szklarska Poręby. Meiner Meinung nach zumindest. Aber ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, ob jemand vielleicht schon mal hier in Jelenia Góra war. Und dann kann er mir vielleicht auch mal seine Erfahrung da unten mal in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das seht. Aber hat auf jeden Fall sehr schöne, sehr schöne Gebäudearchitektur. Also es hat mir sogar sehr gefallen. Diese Häuser im Hintergrund, wie wir die jetzt gerade sehen, das ist jetzt der Marktplatz, erinnert mich ein bisschen an Danzig. Weiß nicht. Und hier, ja, 30. Dezember, ich habe mich hin und wieder mit meinem Papa zum Spazierengehen getroffen. Man muss sagen, ich sehe meine Eltern ja mittlerweile auch sehr selten. Also jetzt persönlich sehr selten. Ja, da die in Deutschland leben, ich in Polen. Aber dann sind wir auch morgens mit den Hunden spazieren gegangen, das ein oder andere Mal und durch die Berge gelaufen. Und ja, schaut euch das an. Ist einfach nur wunderschön. Echt schön. Und hier am 31.12. zu Silvester sind wir noch ins Rübezahl-Museum gegangen. Ist wirklich ein sehr interessantes Museum. Wir waren sogar kurz zum Überlegen, mit der Tochter reinzugehen. Also Kinder können da ohne Probleme reinkommen. Wir haben uns aber dagegen entschieden und ich denke, das war hinterher auch die richtige Entscheidung, dann nicht mit der Tochter reinzugehen. Also ich würde sagen, Kinder ab 4, 5 Jahre, wenn die vielleicht schon ein bisschen was verstehen, dann ja, weil man sieht, hier sind so Gestalten aufgestellt und dieses flackernde Licht. Ich weiß nicht, ob das für so ein richtiges Kleinkind was ist. Aber es ist ein sehr interessantes Museum, wie man auch sieht. Man hat hier so Spiele, die man machen kann. Man kriegt hier einige Geschichten zu hören von Rübezahl. Leider sehr viel auf Polnisch oder eigentlich fast alles auf Polnisch, wenn ich mich jetzt so richtig erinnern kann. Genau, aber ich habe mir hier auch ein kleines Heftchen geholt, Rübezahl sagen. Vielleicht lese ich mal irgendetwas daraus vor. Wenn ihr möchtet, kann ich das mal machen. Ist interessant zu hören. Also ich finde die Geschichte von Rübezahl sehr interessant. Gibt es viele Geschichten. Der ist gar nicht böse. Und so sieht dann das Museum von außen aus. Sehr schön. Also kann ich auch jedem empfehlen, da reinzugehen. Und das war unser Silvesterabend. Wir haben uns ein paar Berliner geholt. Meine Frau hat so ein Dessert gemacht. Und hier fliegen dann die Raketen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch auch anschauen, packe ich euch später in der Videobeschreibung rein. Wirklich sehr schön dort. Ja, das war meine Aufnahme aus Karpacz und ich hoffe, dass die euch gefallen haben. Also, wenn ich jetzt noch ein paar persönliche Worte sagen kann, ich persönlich würde sagen, Karpacz ist auf jeden Fall ein sehr toller Ort. Man kann dorthin fahren. Man muss aber auf jeden Fall mit dem Auto dorthin fahren.
Zumindest meiner Meinung nach, denn da ist es sehr, sehr, sehr hügelig, sehr viele Berge sind dort, was mir auch von vornherein klar war. Was mir dort nicht so ganz gefallen hat, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ein Apartment jetzt in den Bergen hat, also so wie wir das jetzt hatten, wir hatten jetzt mitten irgendwo auf dem Hügel ein Apartment gehabt, auch wo viele Apartments, auch andere Apartments sind, man hat dort einfach Probleme spazieren zu gehen, weil, wie ihr im Video die Straßen gesehen habt, man hat so Straßen für 1,5 Autos, aber man hat gar keinen Fußgängerweg. Das heißt, man kann auch Fußgänger dort treffen, man sieht dort Kinder teilweise spielen. Wir sind mit dem Kinderwagen dort gar nicht spazieren gefahren. Wir haben immer einen Kinderwagen ins Auto geschmissen und sind danach so in die Stadt gefahren. Das war so ein bisschen so ein kleiner Nachteil. Da müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, dass man dort halt nicht mittendrin alles machen kann. Also man ist auf jeden Fall auf ein Auto angewiesen, aber trotzdem kann ich Karpacz jedem empfehlen, ist eine schöne Stadt. Wir waren dort jetzt, wie gesagt, 10 Tage bzw. 10 Nächte und einfach nur traumhaft und ich werde Karpacz auf jeden Fall nochmal besuchen, 100%ig. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du wirklich mich und meine Arbeit sehr. Ich wünsche dir hier auch nochmal alles Gute fürs neue Jahr und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.